schon irgendwo am Berg in einer Hütte waren. Und der organisiert uns jetzt noch ein Maultier und Schuhe, weil es ist 2 Stunden zum Laufen und wir brauchen Skatschuhe. Und die können wir da heute offen. Schauen wir mal. Das Tal da, das nennt sich Intag Valley. Und das Reservoir, Los Cedros, das liegt genau dort. Die kleine Maria hat auf jeden Fall riesigen Spaß mit mir und meiner anderen Haare gehabt. Aber schlussendlich hat sie den doch gemeint. Er ist Lindo, was so viel wie du bist hübsch heißt. Der Ausgangspunkt, Chantal, liegt rund 5 atemberaubende Busfahrstunden von Otavalo entfernt. Irgendwie habe ich da das Gefühl, als ob wir die ersten Touristen da sind. Mit dem vom José organisierten Jeep sind wir dann aufgefahren, auf 1200 Meter Höhe. Dort ankommen, in die Gummistiefel, die Maultiere bepacken und abwärts die 600 Höhenmeter Schlammschlacht pur. Da oben im Wald, da sieht man ganz leicht ein Häusle. Ich glaube, da oben ist es. Cool. Jetzt sind wir da. Und so passend für den Nebelwald hat es kurz nach unserer Ankunft so richtig angefangen, uns zum Einwässern. Aber ist ja super, dann haben wir endlich einmal Zeit zum alles genau inspizieren. So, von wegen Hütte. Das Hauptquartier sind 4 geniale Holzhäuser mit riesigen Terrassen, Plumpsklo und es gibt sogar eine gasbetriebene heiße Dusche. Strom gibt's auch, und zwar vom eigenen Mini-Wasserkraftwerk ein paar 100 Meter unterhalb. Also, am Vormittag kommt meistens die Sonne raus und dann ist es ein bisschen wärmer. Und gegen Nachmittag regnet es dann immer, darum gehen wir jetzt noch gleich mal los. Können wir am Nachmittag chillen und am Vormittag tut man was unternehmen. Der José ist da seit über 30 Jahren und hütet da etwa 65 Quadratkilometer große Nationalpark. Er hilft gern bei der Routenauswahl. Der Dschungel entdecken, das darf man aber ganz allein nicht. Ist so groß wie meine Hand. Im Pozzo de Miel, was so viel heißt wie der Honigtopf, ein kühles Bad zuerst nehmen und dann wieder durch den genialen Wald spazieren. Was gibt's denn Besseres? War richtig gut. Schaut fein aus, gell? Ist ziemlich sauer. Ist nämlich eine Zitronenmandarine. Gut für Saft, aber Marco schmeckt sie nicht. Der Motmot, was man da sieht, den hört man auf Los Cedros ständig. Zum Serner kriegt man aber nur ganz selten. Wir haben das Glück gehabt. Wie das Muli wohl beim Rückweg über deren Baumstamm drüber kommt? In 15 Minuten gibt's was zum Essen. Cool. Jetzt habe ich wieder einen Tee gemacht. Fein, danke. Im rundum sorglos Paket vom José ist das leckere Essen inklusive. Und die Pizza, die ist wirklich der Wahnsinn. Und dank der ganzen Forschung da haben wir ganz besondere Bilder von der Kamerafallen anschauen dürfen.
nächsten Tag begleitet uns der Fausto. Der wohnt eigentlich unter im Dorf und geht sonst immer mit den Wissenschaftlern durch den Wald. Das ist eine Orchidee, die heißt Dracula lapluii. Das ist eine ganz seltene Art. Lucia, il nome. Clusia? Pflanze aus Clusia und dann kann man sich so einen hübschen Stern machen. Mit Kaffeefarben und hebt. Otra Dracula? Otra Dracula, otra especie. Género igual es Dracula, especie es diferente. Das ist wieder eine Dracula-Orchidee, aber eine andere Spezies. Hier ist Dracula, weil da innen hat sie so ganz kleine Zähnchen und weil sie die langen Fäden da hat. Voll hübsch. Jetzt merken wir erst, was wir bis jetzt als übersehen haben. Nombre común, lagartija. Lagartija. Lagartica. Nido de quetzal. Ich habe jetzt nicht gerade die kleine Fliege gefilmt, sondern die kleine Orchidee, was da am Blatt sitzt. Cool. Stellen euch einmal vor, über 500 Orchideenarten und ca. 270 verschiedene Baumarten. Und das Ganze auf der kleinen Fläche von 65 Quadratkilometer. Ein Wahnsinn. Juhu, am Abend gibt es noch eine Spezialexkursion. Mit Glasfröschen, Kröten, die zu Fröschen mutieren, banalen Taranteln und vielem anderen Krabbelgetier. Ja, der hübscheste ist es nicht, Aber der kleine Hübsche. aber ein Luther ist es. I'm going to ask you for your opinion. Un poquito alto, pero. No, sí, está bien. Danke, José, für die wunderbare Zeit da bei dir. Und der Fausto begleitet uns jetzt da noch Abe, wo wahrscheinlich schon längst der Jeep auf uns wartet. Aber da war doch noch was. Jawohl, ausnahmsweise darf ich die Motorsäge im Reservoir singen lassen. Gracias. Was sagt er? Was Viecher denn sind? Peligroso del Skorpion, hat er gemeint. Ui!
Aber ich glaube, es hat mir noch keiner gestochen. Das war quasi die längste Busfahrt, die wir je gemacht haben. Wir sind nach Chantal gefahren und wollten nachher weiter nach Mindo. Und jetzt, 5 Tage später, steigen wir wieder nachher gleich mal in den nächsten Bus rein. Aber voll cool passt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Schuhe stinken können. Es ist abartig. Aber ja, vielleicht kriegen sie irgendwann einmal eine Wäsche. Bueno! Ja, ja. Gracias!